Hallo, heute bei Reingedruckt geht es mal um was komplett anderes. Und zwar einer meiner Kollegen kam auf mich zu, Mike, kann man das Ding auch basteln? Und da habe ich gesagt gehabt, ja klar, ich probier mich mal. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Das Einzige, was wichtig ist, ist dann halt das Messen. Und wie ich das Ding konstruiere, das zeige ich euch einfach mal. Ne? Und zwar, ich fange an, Ebene vorne, Skizze. Jetzt ist richtig. Kreis. Und mal schnell den Durchmesser gemessen. Hier steht bei mir auf unterschiedliche Durchmesser. Das Ding ist ein Ei. Und ich nehme jetzt an meiner Stelle einfach mal den größten Durchmesser. Und da kommen wir hier. Oh, der ist komplett. (10,24). In der Mitte haben wir. Alter Falter, holt der Schlüssel ab. 9,5. 10,2. 10,3. Bemaßen. 10,3. Und tragen natürlich auch aus. Auf eine Länge von. Hier sieht er, an der Stelle hier verjüngt sich der Schlüssel ein bisschen. Also brauche ich von hier nach hier. Und da haben wir eine Länge von. Gucken, ob wir das so gemessen kriegen, dass ihr das auch seht. Ja, so. Eine Länge von 88,5 mm. Bestätige das Ganze. Und zack. So, jetzt, wenn ich mir den Schlüssel so angucke, ist schön zylindrig. Hier vorne ist ein ganz kleiner Phase dran. Phase, Radius. Ich würde sagen, das ist eine Phase. Also gehen wir hier rein. Phase. Und da würde ich schätzen, die ist 0,8 mm und 30 Grad. Sollen wir das jetzt richtig rum haben? Drehen wir uns das Ding mal so, wie wir es haben wollen. Und da sehen wir, dass wir verkehrt sind. Richtung wechseln. So sieht es schöner aus. Das ist das erste. Und letzte brauchen wir natürlich hier unten das Ding dann natürlich auch. Und zwar das Stückchen hier, wo sich der Schlüssel verjüngt. Wo sich der Schlüssel verjüngt. Und zwar ist er hier noch 8,8 mm. Und der Abstand, was er sich verjüngt, sind 13 mm. Also gehen wir kurz auf den hier drauf. Wieder auf unsere Ebene. Skizze. Und dann machen wir uns das ganz einfach. Zeichnung von hier, Kante hier. Hier rüber. Ungefähr bis hierhin. Wir zeichnen natürlich auch hier rüber, damit wir das sauber haben. Bis zur Mitte. Eine Mittellinie. Lässt sich das ein bisschen leichter konstruieren für uns. Und dann sagen wir jetzt hier. Wir haben von hier bis hier. Was haben wir da gesagt? (13 mm). 13. Und hier haben wir von hier bis hier 8,8 mm war es, glaube ich, oder eben. Nochmal messen. Ja, messe jetzt genau hier. Und da kommen wir jetzt hier auf 8,5 mm. 8,5 mm. Bestätigen.
Jetzt machen wir es ganz einfach. Futures rotiert austragen. Ja, macht er automatisch auf der Stelle. Wichtiges Ergebnis verschmelzen. Bestätige das Ganze. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann sieht das schon so ungefähr aus, wie hier der Schlüssel auch aussieht. Halt, ist ein bisschen weggedreht. Holen wir uns den mal wieder in die Mitte zurück. Ja, also, wenn ihr das hier seht, schön gerade, dann geht's hier, wird der Durchmesser hier dünner. Jetzt haben wir hier dieses schöne Oval mit ja, 2 Bohrungen drin. Das machen wir eigentlich auch wieder ganz einfach. Von 36 Millimeter. Da machen wir gleich. Halt. Nochmal. So, von hier. Gefällt mir so nicht. Von hier. Wieder nicht. Kreis Nummer 1. Kreis Nummer 2. So, bemaßen. Damit es besser geht, die Feststelltaste. Und einmal hier. Einmal hier. Und jetzt können wir genau das Maß eingeben, was wir hier messen. Und zwar ist das hier 36,5 mm. 5 mm. Sieht es erstmal so aus. Dann haben wir hier, können wir auch messen, einen Durchmesser. Den können wir genau hier drinnen messen und auch hier drinnen messen. So, machen wir erstmal die Ringe hier rücken. (22,39). 22,39. Und der zweite Ring, der hat einen Durchmesser von messen wir auch. Ja, so. Und wieder hier rein. Der ist größer. Machen wir auch 22,39. Dann sieht es so aus. So. Ich brauche mal hier in der Mitte eine Mittellinie. Und zwar von diesem Punkt zu diesem Punkt. Bestätige. Und ich sage jetzt ganz einfach, dass das mit dem hier deckungsgleich sein soll. Jetzt gucken wir hier runter und dann sehen wir, dass das hier schon wunderbar passt. So, das haben wir jetzt. Jetzt haben wir, wenn wir hier mal 2 Linien rauslöschen, die und die. Jetzt haben wir quasi genau hier die Spitze hoch, und dann wieder hier runter, dann hier wieder die Spitze hoch und wieder hier runter. So, jetzt brauchen wir eins. Wir brauchen jetzt das Maß von dem nach dem hier unten. Und da haben wir in unserem Fall jetzt hier 5,3 mm auf der einen Seite. Und 5,3 auf der anderen Seite. Also machen wir jetzt hier mal so. So. Und dann sagen wir wieder mit der Feststelltaste von hier nach hier möchten wir haben 5,3. Und genau dasselbe hier auch. Von halt mit der Feststelltaste von hier nach hier 5,3. So, jetzt messe ich natürlich, ob ich hier drüben auch den gleichen Abstand habe. Wenn ja, dann ist es schön, dann haben wir das eigentlich schon wieder fast wieder gelöst, das Problem. 4,8. (5,3).
machen wir das ein kleines bisschen anders. Machen wir 5,2. 5,2. So, haben wir. Jetzt möchte ich hier ein bisschen was wegmachen. Ich möchte aber auch was anderes dafür einfügen. Und zwar habe ich nämlich jetzt das Problem, dass ich hier unten einen kleinen Bogen dran habe, hier oben einen kleinen Bogen dran habe. So, machen wir zuerst den hier oben. Das wäre dann in unserem Fall hier Bogen hier unten. Erstmal wieder das weg, was wir nicht brauchen. Sonst kommen wir hier noch durcheinander. So, jetzt machen wir den Bogen, den wir haben. Von hier. Wichtig ist jetzt nicht hier anfangen, sonst funktioniert der darauffolgende Schritt nicht. Und auch nicht wieder hier aufhören. Also das wäre fatal. Ja, dann ein Stückchen weiter rüber. Dann ziehe ich den hier mal ein ganz kleines Stückchen raus. Und dasselbe mache ich jetzt hier drüben. Ja, wichtig ist, wieder hier anfangen. Hier aufhören. Und dann können wir das Ding hier nämlich schön flexibel bewegen. So, jetzt haben wir wieder ein paar Linien mehr. Und wir haben wieder ein paar Linien zu viel hier drin. Und die wir zu viel haben, die machen wir mal wieder weg. Müssen wir mal gucken. Weg. So, haben wir hier auch was doppelt. Haben wir nicht. So, jetzt machen wir hier unten auch noch ein bisschen was weg. Und zwar das hier innen drin. Und hier müssen wir wieder genauer hingucken. Das ist dann das. Und von hier nach hier ein tangentialer Übergang. Von hier nach hier ein tangentialer Übergang. Von hier nach hier ein tangentialer Übergang. Und genauso auch von hier nach hier ein tangentialer Übergang. Haben wir jetzt hier überall drin. Jetzt gehen wir auf Bemaßen, Feststelltaste und wir nehmen einmal nochmal Bemaßen, Feststelltaste. Wir nehmen einmal diesen Punkt und wir nehmen diesen Punkt. Und hier haben wir eben gesagt 33,5. Dann sieht es so aus. Und dann ähnelt der ganze Spaß schon ein bisschen unserem Schlüssel. Gucken wir uns das hier so an. Sieht eigentlich schon recht cool aus. Bestätigen das Ganze und sagen Futures linear austragen. Hier haben wir natürlich auch wieder eine gewisse Schlüsselbreite. Jetzt sehe ich hier natürlich auch eine Gemeinheit. Nee, eigentlich nicht. Das ist konstant. So, mal gucken. Hier haben wir 6,8. Hier haben wir 6,8. 6,1. 7,1. 5,8. Ist ja alles dabei. 6,2. Okay. Machen wir 6,5. Und zwar mittig nicht. Mittig. 6,5. Und bestätigen das. So, und wenn wir uns den Schlüssel jetzt angucken, dann sieht er hier erstmal noch ein bisschen bescheiden schön doof aus. Was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, diese Linie damit ranzubringen. Also machen wir das. Gehen wir nochmal ganz kurz hier zurück in die Skizze. Und dann sagen wir jetzt einfach, wir möchten haben diese Linie mit diesem Punkt tangential. Jetzt ist ja genau so bündig. Können wir eigentlich fast so lassen. Aber auch nur eigentlich. Warum nicht? Weil wir hier einen Fehler drin haben jetzt.
Machen wir nochmal zurück. Wir müssen das mal ein bisschen festmachen. Das. Mit dem machen wir mal 16. Geht nicht. Dann lassen wir die 16.3.1 stehen. Steuerung Z. Haut da natürlich alles raus. Das. Mit dem. Bestätigen. Und jetzt sagen wir diese Linie zu dieser Linie 16 mm. Jetzt geht ein ganz kleines Stückchen hier mit rein und damit werden wir fein. So. Gefällt mir nicht wirklich. Aber kriegen wir alles hin? Aber aus irgendeinem Grund hat er das nicht mit dem anderen verknüpft. Ergebnis verschmelzen haben wir vergessen. Bestätige. Wenn wir nämlich jetzt hier drücken und dann hier eine Phase reinmachen. Diese Phase dann auf beiden Seiten bemaßen. Asymmetrisch sagen. Und zwar, dass die hier 0,8 ist. Und hier wären wir bei 5. Dann sieht das nämlich so aus. Machen wir 0,9 draus. Oder 1. Sieht so aus. Machen wir 6. Darf ja ruhig ein bisschen schön aussehen. Ne? So, 6. Und weil das so gut aussieht, gehen wir auf die andere Seite natürlich auch. Und hoffen, dass es da genauso einfach geht. Ohne dass wir was. Müssen wir natürlich drehen. Also so. Und gehen wir nochmal. Phase. So. Das. Sechs. Und 1. Eins. Und 6. Bestätigt. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz den Schlüssel an, ob hier ein Radius drin zu sehen ist. Hier in der Kehle ist ein kleiner Radius. Und hier ist auch ein ganz kleiner Radius. Also machen wir da auch einen ganz kleinen Radius rein. Von 0,2. Also hier halt 0,2. Zack. Zack. Und bestätigen. So, das ist das. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt die Kante hier einmal komplett ringsrum abgerundet. Geht eigentlich sehr, sehr einfach. Und zwar sagen wir jetzt ja einfach hier verrunden. Ich glaube, da muss man einen Radius gleich wieder rausnehmen. Und zwar verrunden. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Kriegen wir das normal verrundet? Hier ist gerade, hier ist gerade. Das kriegen wir verrundet. Ist auch ein bisschen gerade. Machen wir 3. Oder 2,5. 2,5. 1. 2. Und dasselbe natürlich auf der anderen Seite auch. Verrunden. 1.
2, 1, 2. Und wenn wir jetzt unseren Schlüssel mal angucken, dann sieht der so eigentlich schon gar nicht mal verkehrt aus. Das Einzige, was hier noch anders ist die Spitze hier vorne. Die geht ein bisschen spitzer zu. Also hier drinnen die Spitze, die geht noch ein bisschen spitzer zu. Wie bewerkstelligen wir das? Ganz einfach. Wir behelfen uns da einfach mal einen kleinen Trick. Und zwar sagen wir hier Phase 1, 0,2, nicht verrunden, Phase wollten wir haben. Phase. 45 Grad. Mag er so nicht. Dann behelfen wir uns eines anderen Tricks. Und zwar hier raus, Skizze. Und zwar brauche ich die Skizze auf dieser Ebene jetzt. Bestätige das Ganze. Und dann sehen wir, dass wenn wir jetzt hier reingucken, dass wir genau hier eine Linie setzen können. Und zwar genau halt, wir sind noch nicht auf der Ebene drauf, doch da. So. Hier. Skizze. Hier. Machen wir es mal bis hier. Bis hier. Bis hier. Weil wir natürlich nicht alles weg haben wollen. Machen wir dann mal hier so ein bisschen umständlich. Jetzt können wir sehen, was wir hier tatsächlich haben. So, und jetzt möchte ich das hier natürlich ein bisschen bemaßen. Also rutsche ich mit dem hier mal auf 0,5 mm weiter ran. Das mit dem hier machen wir deckungsgleich. Gucken, ob wir das hinkriegen. Das kriegen wir nicht. Dann müssen wir tricksen. Halt, bemaßen ist aber dran. Deshalb das und das anstecken. Und jetzt machen wir das genau dasselbe auf der anderen Seite. Ist schon. Also das, halt, das anstecken. Ja, ist deckungsgleich. Wenn wir das Anstecken wieder wegmachen. So, bestätigt. So, jetzt ist es auf beiden Seiten im Grunde genommen komplett identisch. Und jetzt mache ich einfach eins. Futures, linear ausschneiden. Nach da, zweite Richtung genau das gleiche. Bestätige das Ganze. Und dann sieht es hier in der Mitte schon so aus. Erstmal nicht verkehrt. Nur mit dem klitzekleinen Unterschied. Wir haben hier eigentlich alles runde Kanten. Nee, eigentlich nicht. Wir haben hier eine scharfe Kante und wir haben hier eine scharfe Kante und hier oben ein bisschen verrundet. Also verrunden wir die Kante hier oben. Diese da. Verrunden diese da. Bestätigen wir erstmal. So, verrundet. Aber ich glaube ein bisschen groß verrundet. Genau. 1 mm. Bestätigen. So. So würde erstmal der erste Teil des Schlüssels aussehen. Was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen jetzt hier diesen schönen Bart. Und wenn ich mir den angucke, dann ist der Bart... Oh, das muss ich mal jetzt genauer gucken. Wenn ich das jetzt so hinlege, sind wir dann parallel. Das sehe ich so nicht. Also es wird jetzt ein bisschen quickie, das zu sehen.
Nee, sind wir nicht. Und sind wir auch nicht. Okay. Aber ist nichts, was wir nicht hinkriegen. Also machen wir uns das wieder einfach. Wir drehen uns das Teil. Wir wollen hier auf dieser Skizze hier oder auf dieser Höhe hier wollen wir arbeiten. Aber halt nicht direkt darauf, sondern wieder eine Ebene uns schaffen. Offset. Und dann sagen wir, okay, diese Ebene ist von hier aus weg 11 mm plus jetzt wird es schwer. Also ich würde sagen, das sind 2 mm. Wir haben wie immer recht. 2 mm. Also 11 und 1 ist dann 12 mm Abstand. So. Warum mache ich den jetzt dorthin? Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Oder werdet ihr gleich sehen, sagen wir es so. So, haben wir. So, jetzt. Gerade ein Zettelchen runtergefallen. Finden wir aber gleich wieder. Haben wir hier eine Breite von 4,73. Also wir wollen jetzt definitiv auf dieser Ebene hier zeichnen. Zeichnen uns hier mal eine Mittellinie ein. So. Und wir fangen wieder hier an. Und zeichnen das erstmal willkürlich hier hoch. Willkürlich hier runter. Willkürlich wieder hier ran. Dann brauchen wir mal hier eine weitere Mittellinie. Legen wir mal beide Punkte übereinander. Und jetzt sagen wir, diese Linie, die brauchen wir vertikal. Jetzt sind die beiden auf alle Fälle schon mal auf der gleichen Höhe. Jetzt sagen wir aber auch, dass wir hier einen Abstand haben wollen von, eben gesagt, 4,73 war das, glaube ich. Nicht wundern, ich bin gerade irgendwo auf der Taste gekommen, wo ich hin wollte. 4,7. Abbrechen. Hier von ist schon überbemaßt. Jetzt müssen wir gucken. Eigentlich überbemaßt sind wir hier noch nicht. Oh, war jetzt ein Fehler dran. Einen Augenblick. Kriegen wir gleich hin. Wir machen noch mal die 2 Linien neu. Sind wir besser dran. Weil irgendwo bin ich deckungsgleich gegangen mit was ich nicht wollte. Also als erstes unsere Hilfslinie hier rein. Machen wir mal hier, wo keine Linien sind. Die soll eine Länge haben von 4,7 mm. 4,7 mm. Und wichtig hier mit dem symmetrisch. So. Dann ist auch wichtig, dass das und das deckungsgleich ist. Und dann können wir nämlich von hier aus unsere Linien wegführen. Ich mache es mal wieder ein bisschen großzügiger. So. So. Genauso möchte ich dann aber auch das und das
symmetrisch haben. Und ich möchte hier ein Maß haben von, also, ein Maß haben von 6,6 Millimeter. 6,6 Millimeter. Dann sieht das nämlich schon so aus. So. Gefällt mir das eigentlich schon wieder ganz gut. So. Das haben wir. Dann kommt das Weitere. Wenn wir uns den Schlüssel so angucken, also so rein, dann sehen wir hier nochmal eine Vertiefung drin. Ja, hier. Und wir haben aber auch hier nochmal einen kleinen Abstand drin. So, der Abstand hier oben beträgt 2 mm. Müssen wir erstmal die Gesamtlänge messen. Und zwar messe ich jetzt von der Außenkante hier zu dieser Kante. Und da haben wir jetzt hier 26,2 mm. Das heißt, von hier Steuerungstaste festhalten, halt beim Maßen natürlich mitnehmen, von hier bis lässt er mich nicht ran. Machen wir hier den Mittelpunkt. So, das wären dann 26. Was haben wir gesagt? 26,2 minus 5. Zack. Dann haben wir schon mal hier unsere Länge von unserem Schlüsselbart. So, dann haben wir hier, brauche ich mal ganz kurz Hilfslinien. Und zwar, jetzt muss ich gucken. So liegt der Schlüssel da. So. Genau. Haben wir jetzt hier, brauche ich eine Hilfslinie. Hier rüber, hier hoch. Und ich brauche natürlich auch genau mittig davon, halt, mittig davon auch eine Hilfslinie. Und zwar hier hoch. So, jetzt können wir bemaßen. Und zwar von hier bis hier waren 2 mm. Von hier bis hier werden wir haben oder haben wir 4,8 mm. 4,8 mm. Dann sieht das so aus. So, jetzt haben wir automatisch fest definiert, wo ist hier ein Dings drin. So, wenn ich jetzt mir nochmal den Schlüssel angucke, so hier rein ins Licht, dann sehe ich, wir haben hier einen komplett sauberen Durchmesser drin. Und wenn ich das jetzt hier mal messe, dann kommen wir hier in der Mitte auf einen Durchmesser von 3,29. 3,29. Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn wir jetzt hier eine Kugel reinpacken. Und zwar bis hier ran. So. Und wir messen dann von der Kante bis der Kante. Dann haben wir hier 3,68. Ich messe nochmal beim Schlüssel. Und dann kommen wir hier auf 3,28. Also 0,3. 0,3 mm müssen wir das Ding verschieben. Das machen wir uns jetzt einfach. Wir machen den hier nochmal weg. Ja. Und jetzt machen wir halt irgendwo tangierend an die Linie hier ran. Und jetzt sagen wir
von hier, also von der Linie bis zu der Linie möchten wir haben. Nochmal messen. Man kann nicht oft genug messen. Vor allen Dingen, es kommen hier bei dem Schlüssel immer wieder andere Werte raus. Das ist voll krass. 3,3. So, dann ist, seht ihr hier, ist das Ding automatisch ein Stückchen höher gerutscht. So, was habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier ein bisschen was an Versatz und hier habe ich ein bisschen was an Versatz. Muss ich natürlich auch beachten. Also machen wir mal das, was wir jetzt nicht haben, weg. So. Also habe ich hier ein Stückchen Linie frei und hier habe ich ein Stückchen Linie frei. Gucken wir uns den Schlüssel nochmal genau an. Und wenn wir hier reingucken, doch ist eigentlich eine kleine gerade Linie zu sehen. Also von hier nach hier und von hier nach hier. So, machen wir auch einen kleinen Radius ran, damit man sich nicht daran verletzen tut. Ne? 0,2 wäre einer hier und einer hier. Bestätige das Ganze. Und jetzt sieht das Ding schon so aus. So. Jetzt, wenn ich mir den Schlüssel von der Seite genauer angucke, dann sehe ich aber auch, dass ich hier einen Radius drin habe. Und dieser Radius, der haut mir jetzt erstmal einen kompletten Fehler rein. Begründung, ich muss ja das Ding jetzt hier verschieben. Und das nicht wenig. Und das nicht wenig. Wie weit muss ich das Ding verschieben? Messen wir mal wieder zur Außenkante hin. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Hier sind es 18,8. Messen wir mal. Und zwar von hier bis hier. Passt aber. 18,8 minus 5. Ist 13. 18,3. Also machen wir die zweimal weg. Von hier bis hier. Also das ist 18,3 minus 5. Und jetzt haben wir hier zwei Bögen drin. Und zwar von, machen wir mal einen 3-Punkte-Bogen. Ja doch. Eins, zwei, war der falsche 3-Punkte-Bogen. Nochmal. 1, 2, 3. So maße ich das, und zwar von hier nach hier mit 2 mm und von hier nach hier. Müssen wir wieder messen. So, also (20 mm). So. Und das, was wir jetzt wieder nicht brauchen, machen wir weg. Also das halt. Ja. Das. So, was machen wir natürlich auch noch? Wir verrunden es wieder. 0,2. 0,2. Bestätige das Ganze. So, jetzt habe ich ja vorhin gesagt gehabt, ich möchte 12 mm haben. Also sagen wir jetzt in der Hinsicht erstmal Futures, halt bestätigen, linear austragen. Ich möchte, geht noch gar nicht, weil es noch gar nicht geschlossen ist. Mein Fehler, also Skizze, Linie von hier nach hier.
Futures linear austragen. Mittig, nein. Blind, ja. Skizzenebene, nein. Flächenebene, wir wollen hier ein Offset rein haben. Unser Offset soll sein 1 mm. Das hier möchten wir austragen. Und jetzt gucken wir genau, in welche Richtung geht unser Offset. In die richtige Richtung. Jetzt messen wir natürlich auch das, was wir hier haben an Bartbreite. Auf der einen Seite haben wir 6,5. Auf der anderen Seite haben wir 6,8. Wir machen erstmal die 6,5 Seite, Millimeter Seite. 6,5 bestätigen. Und jetzt können wir zur Kontrolle mal messen, evaluieren, messen von der Fläche zu der Fläche den Abstand. Und der ist hier mit 2,5 mm angegeben. Also gehen wir hier auf den Schlüssel rauf, gucken hier runter. So. Und wir haben hier 4 mm. Irgendwo haben wir jetzt den Gedankenfehler. Und ich glaube, ich habe den gefunden. Gehen wir mal ganz kurz in die Ebene rein. Halt. Ebene. Genau, da ist er. Da hatten wir vorhin gesagt, gerade 12 mm. Bestätigen das Ganze. Und jetzt sind wir nämlich hier. Und jetzt messen wir nochmal. Von hier nach hier stehen hier 4,5 mm. Und wenn ich das Ding jetzt hier runtersetze, sieht es erstmal schon mal gesünder aus. Und wir kommen auf 4,5 mm. Genau da, wo wir hinwollen. Bestätigen das Ganze, also beenden das Messen. Und jetzt haben wir die erste Hälfte von dem Schlüssel quasi schon fertig. Was fehlt uns? Uns fehlt das Ding hier in der Mitte. Und das sieht jetzt ein bisschen komplett quickie aus. Also da hat sich mal wirklich einer Mühe gemacht und mal gefeilt. Ja, wir versuchen das mal so gut wie es geht hinzukriegen. Und zwar machen wir als erstes erstmal wieder eine Ebene. Oder guck mal, Ebene. Wir arbeiten auf dieser Skizze. So. Und wir brauchen ein paar Linien. 1. Halt. Komplett rüber wollen wir nicht. So, also 1, 2, 3. Dann haben wir hier nochmal einen Zacken drin. Also 1, 2, 3. Dann haben wir noch einen Zacken drin. 1, 2, 3. Dann hätten wir jetzt den ersten, den zweiten und den dritten Zacken. Und zimmern hier einmal rüber. Das, was jetzt übersteht, das machen wir mal kurz weg. Und jetzt fangen wir an, das Ding zu bemaßen. Und zwar haben wir hier unsere Mittellinie vom Schlüssel. Das heißt, wir wissen, von hier nach hier sind es 5 mm, also können wir da eigentlich sehr gut messen. Und wir möchten diese Linie hier haben. Halt, nicht 12. Machen wir weg. Von hier nach hier. So. Und jetzt kann ich hier rüber messen. Dann messe ich hier 9 mm. Minus 5 ist 4 mm. Aus irgendeinem Grund geht er einmal da rein. Aber ich mache den mal 5 mm. So, dann haben wir von hier nach hier einen Abstand von, halt nicht die 90 Grad, sondern haben wir einen Abstand von, was messen?
3,5 mm. So, dann haben wir hier. Ich mache mal hier ein paar Bemaßungen rein, sonst rutscht mir das alles nachher gleich zusammen. Möchte ich nicht. Die Bemaßung dann her. Wieder der falsche Punkt. So. Bestätigen. So. Das hier haben wir jetzt einen Abstand von 1,4 mm. 0,4 mm. Hier haben wir jetzt eine Öffnung von 3 mm. Hier haben wir dann jetzt einen Abstand von, oh, das misst sich doof. Misst sich nicht doof, warum muss auf die andere Seite gehen? Von 3,7 mm. Und das hier, das haben wir was Kleines. Mit 2,8 mm. So. Jetzt haben wir natürlich noch nicht alles fertig. Ich brauche auch die Abstände von hier innen drinne nach hier außen. Ja, jetzt muss ich natürlich prüfen, ist das auf beiden Seiten ungefähr gleich. Wenn ja, dann ist das wirklich ein leichtes Spiel. 2,8, 3, 3,12, 3,4, 3,84, 3,81. Also ich würde sagen, die sind alle gleich. Machen wir mal hier 2,7. Also von hier nach hier 2,7. Von hier nach hier haben wir jetzt 2,9. Und von hier nach hier haben wir einen Fehler gemacht. Das muss man gleich korrigieren. Hier kommt nämlich die 2,7 rein. Und hier kommen ist das hier. Das ist nämlich kleiner. 3,8. Bestätigen das Ganze. Und jetzt machen wir es wieder einfach. Futures. Mal gucken. Ist das rund ausgeschliffen oder ist das? Wenn man genau reinguckt, ist es eigentlich rund ausgeschliffen. Also würde ich es machen, zumindest bei einem Schlüssel. Wir machen zwei Varianten. Und zwar Skizze. Mit Linie haben wir. Jetzt sagen wir einfach einmal Futures. Radial ausschneiden. Bestätigen. Und guck mal hier sieht es komisch aus. Machen wir es anders. Mittig. Und aber auch nur
Erstmal 5 Grad. Muss ich gucken. In der Theorie. Was ist das? In der Theorie. Sieht erstmal so gar nicht mal verkehrt aus. Das Einzige, was mir jetzt fehlt, ist das Ding zur anderen Seite rüber. Wir gehen aber noch mal ganz kurz in die Skizze rein. Ich möchte nämlich eine Sache verändern. Und zwar von Maßen von hier nach hier 0. Bestätige. Jetzt haben wir hier irgendwo eine Lücke. Die wollen wir nicht haben. Also machen wir Steuerung Z. Ist eigentlich egal. So, haben wir. Jetzt machen wir uns das einfach. Und zwar gehen wir auf Spiegeln. Und das Ding ist nämlich genau spiegelverkehrt. Und zwar möchte ich spiegeln um diese Ebene. Und ich möchte spiegeln folgende Futures. Ich möchte das und das. Bestätige. Und dann sieht es so aus. Und wenn ich mir jetzt die ganze Sache angucke, habe ich hier eigentlich den kompletten Schlüssel, so wie ich ihn bekommen habe, einmal kopiert. Mir persönlich gefällt es. Man kann natürlich hier unten das Austragen auch längs machen, lässt sich mit Garantie leichter feilen, aber ich würde sagen, das Ding macht so nur Sinn. Und bestätige das Ganze und speichere das auch so ab. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Klein ist gut, ist eine Menge Zeit vergangen, also ich ein bisschen was brauchen wir an Stein. Aber ich hoffe, es hat gefallen und ich wünsche bis zum nächsten. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.